Über 100 Teilnehmer haben eine Woche lang diese Übung aus unserer Liebschaum Pracht-App gegen ihre Nackenschmerzen gemacht. Und das Ergebnis ist sensationell. Die Nackenschmerzen haben sich bei 80% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schnitt nach nur 7 Tagen deutlich verbessert. Bei vielen haben sich die Nackenschmerzen sogar schon nach nur 3 Tagen verbessert. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die erste wissenschaftliche Hinweise liefert, wie gut unsere Übungen bei Nackenschmerzen wirken. Etwas, was wir seit vielen Jahren schon an Patienten und Kursteilnehmern beobachten können. Alle Details zur Studie findest du über den Link in der Videobeschreibung. Jetzt willst du sicher wissen, was das für Übungen sind. Und deshalb zeige ich dir zusammen mit René 2 dieser Übungen, die du sofort mitmachen kannst. Alle Übungen aus der Studie bekommst du in unserer Liebschaum Pracht-App, die du 30 Tage lang kostenfrei testen kannst. Den Link findest du in der Videobeschreibung oder wenn du hier oben auf die Infocard klickst. Ihr könnt diese Übung jetzt direkt mitmachen. Ich leite sie bei René an, er fragt mich, dann kannst du auch daraus lernen und vielleicht Unsicherheiten beseitigen. Und bevor du jetzt startest, mach bitte erst Folgendes: Fühle mal in deinen Nacken rein. Bewege mal deinen Kopf ein bisschen. Kannst du ja auch mal machen, René? Mach ich. Bisschen nach links, bisschen nach rechts. Dreh ihn mal und fühle rein, wie er sich anfühlt. Schmerzt da was? Spannt da was? Versuch das dir zu merken. Da hast du nämlich eine wunderbare Möglichkeit, nach den beiden Übungen mal den Vergleichstest zu machen und dann später, wenn du in der App bist und vielleicht die ganzen Übungen machst, auch nochmal zu vergleichen. Dann kannst du schön einsetzen, wie die Wirkung der einzelnen Übungen ist. Setz dich bitte wie René auf einen Stuhl und mach zunächst mal den Rücken gerade. Lehn dich auch nicht an, sondern mach den Rücken gerade und sitz aufrecht. Und zum aufrechten Sitzen gehört, dass du das Kinn ein bisschen zum Kehlkopf ziehst. Da hast du eine bessere Wirbelsäulenpositionierung. Also so ein Doppelkinn machen quasi? Ja, so ein bisschen Doppelkinn, genau. Aber nicht zu verkrampft. Ja, also so, dass es sich noch gut anfühlt. Und jetzt beginnen wir damit. René, du drehst den Kopf bitte 45 Grad nach links. 45 Grad ist das? Genau, nach links. Das ist so die Hälfte von einem eckigen Bierdeckel. Ja? Die Hälfte von diesem Winkel ungefähr hier. So, jetzt beugst du deinen linken Ellbogen und ziehst die linke Schulter runter. Dann geht die rechte automatisch hoch, das ist okay? Ja, die ist egal. Und jetzt nimmst du die rechte Hand und gehst über deinen Kopf, sodass die Fingerspitzen ungefähr am linken Ohrläppchen oben landen. Okay. Aber du hast etwas zurückgedreht, das ist ein häufiger Fehler. Du musst wieder auf die 45 Grad gehen. Und dann ziehst du deinen Kopf in Richtung des rechten Knies, rechter Ellbogen. Ah ja, okay. Und dann merkst du, beschreib mal, wo es zieht. Jetzt ein Zug vom Nacken, also bis hoch in den Nacken. Richtung Und auf welcher Kopf, Seite? Auf der linken. Ganz genau. Das ist ein Strang hier hinten. Und dieser Strang, das wissen wir, der ist immer besonders verspannt. Und da dehnst du schön rein. Und das machen wir erstmal eine gewisse Zeit, damit sich die Faszie und der Muskel daran gewöhnen kann, schön ein bisschen nachgibt. Soll ich immer ein bisschen mehr machen oder bleibe ich in gleicher Stelle? Immer ein bisschen mehr machen. Die Intensität soll so sein, dass du es gerade noch gut erträgst, also gerade noch einen Wohlfühlschmerz spürst. Und dann, wenn die Struktur nachgibt, wenn die Muskeln, wenn die Faszien nachgeben, geht diese Intensität ein bisschen runter. Und wenn du merkst, es geht runter, hast du wieder ein bisschen Freiraum, mehr zu dehnen, sodass du immer etwa in der gleichen Intensität bleibst. Immer schön darauf achten, der Rücken muss gerade bleiben, die linke Schulter muss runtergezogen bleiben, das Kinn muss zum Kehlkopf rangezogen werden, dann wird es gleich wieder deutlicher und du ziehst immer weiter. Und jetzt machen wir noch 3-mal unser spezielles Krafttraining. Ja? Du gehst mit dem Kopf nach hinten oben links. Verstehe also ich nicht. Hinten gehen, oben links. Ja? Nach hinten oben links. Hier, wo ich stehe. Ja. Da will dein Kopf jetzt hin. Du hältst ihn aber fest. Und jetzt spannt sich genau da, wo die Dehnung zu spüren ist, diese Muskeln spannen sich an. Genau, und es wird intensiver. Kann ich da jetzt was falsch machen? Oder? Lässt wieder los. Ja. Und jetzt dehnst du weiter rein. Ah, da komme ich auch weiter. Ja? Also beim Anspannen wird es klar ein bisschen intensiver. Wenn du merkst, es wird zu intensiv, würdest du wieder beschränken, dass es gerade noch so ausreicht, um gut ertragen zu sein, ja? Oder gut ertragen zu werden. Und jetzt nochmal, du spannst wieder an in meine Richtung. Jawohl. Steigerst das noch ein bisschen. Wie lange mache ich das? Bis ich sage Stopp. Okay. Jetzt stoppst du, entspannst, lässt locker und ziehst den Kopf weiter. Und jedes Mal nach dem Anspannen merkst du, es geht ein bisschen mehr.
Vor allem habe ich auch keine extreme Spannung mehr und kann noch ein Stückchen weiter gehen und habe dann erst wieder den gleichen Spannungsschmerz. Genau das meine ich. Und so muss es sein. Ja? Und jetzt noch das dritte Mal, du spannst wieder gegen. So, dass wir sind an der Halswirbelsäule, mach keine ruckartigen Bewegungen, übertreib's nicht, ja, aber spanne deutlich gegen. Weil je deutlicher du gegenspannst, desto besser, dann lässt du wieder locker und ziehst noch ein letztes Mal weiter in die Dehnung rein. Bin ich noch gerade hinten? Ja, du bist noch gerade, Schulter ist noch unten, alles fein. Okay. Jetzt langsam wieder raus. Jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Wieder gerade setzen. Kinn rein, hast du gesagt? Kinn rein. Schulter runter. Genau. Kopf nach rechts 45 Grad. Jawohl. Was ich als erstes mache, ne? So, also die Reihenfolge ist eigentlich egal. Aber das sind die Sachen, die vorher eingestellt werden müssen. Und jetzt gehst du mit deiner Hand über den Kopf. Auch wieder gleich, Ja. Und überleg dir, wo ist dein linkes Knie, wo ist dein linker Ellbogen, Stopp, etwa Kinn. hier. Kinn und Schulter runter und ja, jetzt habe ich Genau. Aber du hast wieder zurückgedreht, wie vorhin auch. Das ist der Fehler, der dir vielleicht auch zu Hause passiert. Ja? Immer ein bisschen weiter und geh mal in die Dehnung. Jawohl. Und jetzt zieht es hinten rechts. sogar Und jetzt geh so tief rein, bis du gerade noch gut das aushalten kannst. Bleib mal dann so, wie du jetzt ziehst, in der Position und fühl mal selber rein, du zu Hause auch, wie das dann langsam weniger wird, obwohl du dich gar nicht mehr bewegst. Merkst du es auch schon, René? Ich finde es dramatisch, wie viel schlechter das auf dieser Seite ist bei mir. Das ist oft der Fall. Test es auch mal bei dir zu Hause, ja? Wo ist es mehr und weniger mit der Spannung? Weil da, wo mehr ist, da bist du verkürzter. Ich bin fertig. Und jetzt spannst du wieder gegen. Jetzt spannst du praktisch gegen, hier wieder in meine Richtung, nach hinten oben rechts. Halt die Spannung ein bisschen, lass locker und geh weiter in die Dehnung rein. Und denk dran, Kinn. behalte die 45 Grad. Und Kinn ran, Rücken gerade, Schulter runter. Das sind die Sachen, die immer wieder getestet werden müssen. Noch ein bisschen weiter ziehen, Das ist nicht möglich. so dass es gerade noch gut erträglich ist. Da stoppst du immer. Ne? Ja. Wenn es nicht mehr noch positiv erträglich ist, dann nicht mehr weiter steigern. Jetzt drückst du nochmal nach hinten oben rechts. Und lässt wieder locker, gehst weiter in die Dehnung. Immer wieder Schulter gerade oder Schulter unten besser gesagt, Rücken gerade, Kinn rannehmen. Okay. Hast du schon locker gelassen? Ich bin immer noch angespannt, gell? Dann locker lassen wieder Ja. und ein bisschen weiterziehen. Und langsam wieder rauskommen. Langsam wieder rauskommen. Fühl mal rein. Fühl du zu Hause auch mal rein. Bewege ein bisschen. Vielleicht merkst du schon einen Unterschied. Vielleicht schreibst du mal einen Kommentar. Wenn du schon irgendwas feststellst, schreib mal einen Kommentar. Wenn du dich gut fühlst, ja, dann gib einen Begeisterungsdaumen nach oben oder irgendwas. Begeisterungsdaumen. Jetzt machen wir die zweite Übung. Ausgangsposition ist die gleiche. Rücken ist gerade. Kinn ein bisschen ran an den Kehlkopf. Und jetzt machen wir es aber anders. Jetzt greifen wir von vorne mit den Händen nach hinten oben über den Kopf. Und zwar ziemlich weit oben. Häufig wird der Fehler gemacht, dass du zu sehr im Nacken greifst. Das darf nicht sein, weil du brauchst einen gewissen Hebelarm, damit du da ordentlich auch hier eine Zugspannung aufbauen kannst. Und jetzt ziehst du ganz langsam den Kopf immer weiter nach vorne. Mit dem eingezogenen Kinn. Ja, mit dem eingezogenen Kinn immer weiter nach vorne ziehen. Und dann merkst du, das zieht jetzt anders. Ja. Das zieht jetzt nicht links und rechts, sondern wo zieht es? Es zieht geradeaus runter, also hoch. Es zieht geradeaus. Und zwar normalerweise direkt da, wo die Halswirbelsäule ist. Und erschrecke jetzt nicht, wenn es ein bisschen so ein brennendes Gefühl gibt. Lass dich davon aber überhaupt nicht beirren. Halte es nur so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Atme dich schön rein. Du kannst auch anfangen ein bisschen, wenn du dich daran gewöhnt hast, ja, ein bisschen das Ausatmen zu benutzen, um den Kopf weiter nach vorne zu ziehen, weil das Ausatmen immer ein bisschen entspannt. Schön tief ein und im Ausatmen weiterziehen. Hier zieht es wahrscheinlich. Total. Gell? Genau richtig. Aber total muss trotzdem noch
gerade so positiv sein. Ich kenne dieses Ziehen nicht, weil wie du es schon sagst, es brennt so ein bisschen, es kribbelt so ein bisschen. Genau. Und deutet ja nur darauf hin, dass ich die Übungen selten mache. Wird sich ändern. Okay, und jetzt machen wir unser Krafttraining wieder. Du spannst den Kopf, als wollte er nach hinten und hoch, hältst ihn aber fest. Und machst es so dezent, aber trotzdem deutlich, dass du dich gerade noch gut fühlst. Ja? Halt noch einen kleinen Moment, dann lässt du wieder locker, ziehst nicht mehr gegen und ziehst den Kopf weiter in die Dehnung und du merkst, es geht ein Stückchen weiter. Ein ganz großes Stückchen sogar. Und gerade bleiben. Ach. Der häufigste Fehler ist jetzt, dass man beim Vorziehen sich weiter in den Rundrücken reinzieht. Und das darf nicht sein. Ja? Und jetzt nochmal. Du spannst wieder gegen, spann wieder gegen, noch ein bisschen und lass locker, geh weiter in die Dehnung und schön aufrecht bleiben, aufrecht bleiben. Mhm. Jetzt kann ich nichts mehr mit Kinn machen. Das Kinn ist schon... Das ist dran ja, jetzt. Ja, das ist gut. Und noch ein drittes Mal. Du spannst wieder nach hinten oben. Halt die Spannung ein bisschen. Je länger und je intensiver du anspannst, aber so, dass es gerade sich noch gut anfühlt, im Wohlfühlbereich, du weißt, desto besser ist die Wirkung. Jetzt entspann wieder, zieh noch einmal mehr nach vorne, aber Rücken, Achtung, ja. Rücken. Ist das passiert, was oft passiert, dass der Rücken mitgerundet wurde. Und langsam wieder rauskommen. Beweg dich hinterher langsam, mach dich ein bisschen frei, wie der René. Und jetzt fühl nochmal rein. Merkst du nochmal mehr einen Unterschied? Hast du überhaupt vorhin schon einen gemerkt? Bitte schreib mal einen Kommentar, dass wir das gut nachvollziehen können. Und wie gesagt, der Begeisterungsdaumen, den liebe ich immer sehr. Okay, wie fühlt sich das bei dir an? Ich bin super geschmeidig, Ronno. Nein, aber erst mal im Ernst. Nein, wirklich. Also ich habe ein ganz krasses Gefühl gehabt am Anfang, als es so gebrannt hatte. Ja. Muss ich jetzt sagen, also jetzt ist es wirklich echt locker, geschmeidig. Schaut, also ich mache die Übung seit Jahrzehnten, ja, und bin immer wieder selbst davon angetan, wenn man aus so einer Übung rauskommt, wie locker sich das anfühlt. Hol dir dieses Gefühl, ja, und hol dir die App. Wenn du hier oben klickst, kommst du drauf. Wenn du da unten klickst, dann kannst du den Kanal abonnieren. Dringend notwendig, wenn du das noch nicht gemacht hast. Nimm auch die Glocke mit rein, aktiviere die, damit du kein Video verpasst. Und was sagen wir ansonsten? Viel Tschüss, Spaß beim Ade, auf Üben und Wiedersehen. ciao.